Stell dir vor, du lebst im Mittelalter. Ohne fließendes Wasser, ohne moderne Seife und überall um dich herum krabbeln winzige, ungebetene Gäste. Doch trotz all dieser Herausforderungen gab es eine ganz eigene Art von Hygiene. Neugierig? In diesem Video enthüllen wir die überraschenden Geheimnisse der Körperpflege im Mittelalter. Bleib dran, du wirst staunen, was damals als sauber galt. Läuse und Flöhe waren im Mittelalter ein ständiger Begleiter, egal ob Bauer oder König. Doch wie konnte man sich gegen diese winzigen Plagegeister wehren? Frauen nutzten primitive Besen, um die Köpfe ihrer Familienmitglieder zu reinigen und die Flöhe loszuwerden. Aber war das wirklich effektiv? Im Mittelalter war sauberes Trinkwasser eine Seltenheit. Flüsse waren oft durch Abfälle verseucht und Brunnenwasser war ebenfalls kontaminiert. Aus diesem Grund griffen viele Menschen lieber zu Bier und Wein. War das wirklich die bessere Wahl oder hatten sie keine andere Möglichkeit? Auch wenn es keine Zahnbürsten und Zahnpasta gab, fanden die Menschen kreative Wege, um ihre Zähne zu reinigen. Haselnusszweige, die mit Stoff umwickelt wurden, dienten als Zahnbürsten und Minzblätter sorgten für frischen Atem. Klingt fast wie ein Naturheilmittel, oder? Für diejenigen, die sich ein Bad leisten konnten, war es selten eine einsame Angelegenheit. Öffentliche Badehäuser waren nicht nur Orte der Reinigung, sondern auch des sozialen Austauschs. Und selbst Adlige badeten oft in Gesellschaft. Seife war ein Luxus, den sich nur die Reichen leisten konnten. Während einfache Menschen raue, grobe Seifen benutzten, genossen die Adligen wohlriechende, ölbeschichtete Seifen. Aber war diese luxuriöse Seife tatsächlich gut für die Haut? Schon im 12. Jahrhundert empfahl die medizinische Fakultät von Salerno tägliche Rituale der Reinheit. Hände und Gesicht waschen, die Haare kämmen und die Zähne reinigen waren wichtige Bestandteile der mittelalterlichen Morgenroutine. Wenn man sich nicht regelmäßig waschen konnte, half Parfüm, unangenehme Gerüche zu überdecken. Rosenöl, Lavendel und exotische Gewürze wurden von adeligen und gewöhnlichen Menschen gleichermaßen genutzt, um den allgegenwärtigen Gestank zu bekämpfen. Düfte galten sogar als Schutz vor Krankheiten. Toiletten, wie wir sie heute kennen, gab es im Mittelalter nicht. Stattdessen nutzten Burgen sogenannte Aborterker, kleine Räume, die über Gräben oder Flüsse ragten. Der Abfall landete direkt in der Natur. Aber war das wirklich hygienisch? Die Entfernung von Körperhaaren war im Mittelalter den Reichen vorbehalten. Adlige nutzten Öle und spezielle Werkzeuge, um glatte Haut zu erreichen. Bronze- und Eisenrasierer waren schon damals im Einsatz, doch die Methoden waren oft schmerzhaft und riskant. Die meisten Menschen im Mittelalter besaßen nur ein oder zwei Kleidungsstücke, die monatelang ohne Waschen getragen wurden. Schmutz, Schweiß und Ungeziefer machten Kleidung zu einem Brutplatz für Krankheiten. Vor allem die Armen litten unter dem Mangel an sauberer Kleidung. Verletzungen und Krankheiten wurden im Mittelalter oft unter unhygienischen Bedingungen behandelt. Ärzte nutzten ungewaschene Werkzeuge und einfache Wunden konnten schnell tödlich enden. Doch es gab erste Versuche, Heilkräuter und alkoholische Lösungen zur Desinfektion zu nutzen. Im Mittelalter waren Zahnschmerzen eine Qual, die oft mit rohen Methoden behandelt wurde. Da es keine modernen Zahnärzte gab, wurden Zähne oft mit primitiven Werkzeugen ohne Betäubung gezogen und wer konnte, kaute Nelken, um den Schmerz zu lindern. Schon lange vor dem Wissen über Bakterien erkannten einige mittelalterliche Gelehrte die Bedeutung von sauberen Händen. Besonders in Klöstern wurde das Waschen der Hände vor Mahlzeiten und Gebeten zur täglichen Routine, obwohl der Rest der Gesellschaft diese Praxis oft ignorierte. Die Pest und andere Seuchen verbreiteten sich im Mittelalter oft wie ein Lauffeuer, auch weil die Menschen keine Kenntnis von Keimen hatten. Heilkundige setzten auf Rauch, Kräuter und das Verbrennen von Kleidung, um die Krankheit aufzuhalten, doch oft ohne Erfolg. Würmer und Parasiten waren im Mittelalter eine weit verbreitete, aber oft unsichtbare Bedrohung, die durch schlechte Hygiene und kontaminiertes Essen verursacht wurde. Menschen versuchten, diese Plagen mit Kräuterinfusionen und Fastenkuren zu bekämpfen, doch die Heilung blieb meist aus. Frauen spielten im Mittelalter eine zentrale Rolle in der Hygiene.
nicht nur in den eigenen Haushalten, sondern auch als Heilerinnen und Geburtshelferinnen. Sie nutzten ihr Wissen über Kräuter und Heilmittel, um Familien und Gemeinden gesund zu halten, obwohl ihre Arbeit oft unterschätzt wurde. Auch wenn Burgen ihre eigenen Aborterker hatten, mussten die Stadtbewohner mit öffentlichen Latrinen Vorlieb nehmen, die oft im Zentrum der Stadt standen. Diese primitiven Toiletten waren Brutstätten für Krankheiten, doch sie boten auch einen Raum für soziale Interaktionen. Kräuter wie Rosmarin, Salbei und Thymian spielten eine große Rolle in der Körperpflege des Mittelalters, vor allem bei den Reichen. Sie wurden in Bädern verwendet, um den Körper zu reinigen, die Haut zu beruhigen und den Geruch zu verbessern, oft begleitet von duftenden Ölen. Mangelnde Körperhygiene führte im Mittelalter zu weit verbreiteten Hautkrankheiten wie Krätze und Ekzemen. Die Menschen suchten Heilung bei Heilern, die mit Teersalben und Kräutermischungen versuchten, die Leiden zu lindern, oft ohne großen Erfolg. Mittelalterliche Krankenhäuser waren oft überfüllt und die Hygiene ließ zu wünschen übrig. Viele Patienten wurden in großen Räumen zusammengepfercht, wo Krankheiten sich schnell ausbreiteten, und die Ärzte nutzten dieselben ungewaschenen Instrumente für mehrere Patienten. Religiöse Gemeinschaften wie Mönche und Nonnen setzten oft auf Reinheitsrituale, die über das normale Maß an Hygiene hinausgingen. Sie wuschen sich vor Gebeten und Mahlzeiten und betrachteten Sauberkeit als eine Form der spirituellen Reinigung, die ihnen helfen sollte, näher zu Gott zu kommen. Körpergerüche waren im Mittelalter allgegenwärtig und wurden weitgehend als normal akzeptiert. Parfüm und Kräuter wurden zwar eingesetzt, aber der tägliche Schweiß und die engen Lebensverhältnisse ließen die Menschen oft mit unangenehmen Gerüchen leben, ohne dass es jemanden besonders störte. Die Hygiene von Kindern war im Mittelalter oft vernachlässigt, besonders bei den ärmeren Bevölkerungsschichten. Kinder liefen oft nackt oder in abgetragener Kleidung herum und wurden nur selten gebadet. Ein Luxus, den sich viele Familien nicht leisten konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne ein Like und abonniere unseren Kanal für mehr solcher Videos. Teile deine Gedanken in den Kommentaren, wir freuen uns auf dein Feedback.